Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier aus Doktorchens Keller. Wir sind immer noch bei unserem Sequencer, immer noch bei der Acid-Techno-Version von Hänschen Klein und immer noch bei der Melodie. Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, was macht CV Range? Und ich habe ja gesagt, es gibt noch eine zweite Einstellmöglichkeit, die ebenfalls bezogen ist auf diese kleinen Drehknöpfchen hier oben. Wir haben beim letzten Mal schon erörtert, dass der Sequencer bis zu 5 Oktaven kann. Diese Oktaven wiederum kann ich allerdings unterschiedlich rastern, sage ich jetzt mal. Also eine Oktave ist rein physikalisch betrachtet erstmal eine Frequenzverdopplung. Und dazwischen habe ich mehr oder minder beliebig viele Schritte, je nachdem wie fein ich die auflöse. Das heißt, eigentlich, rein von der Natur her, gibt es überhaupt keine Rasterung. Da sich das aber musikalisch sehr schwierig nutzen lässt, muss man sich irgendwie auf einen gewissen Tonvorrat einigen. In den westeuropäischen Ländern sind das tatsächlich Halbtöne. Das heißt, diese Oktave wird unterteilt in 12 Halbtöne. Das ist genau das, was ich eben auf dem Klavier auch spielen kann. Die Tasten dort, wenn ich die weißen und die schwarzen spiele, haben eben diese halbtönige Anordnung. Ein anderes Beispiel wäre eine Gitarre, wo ich eben die Buntstäbe habe und auch die Buntstäbe sind immer im Abstand eines Halbtons. Oftmals brauche ich aber nicht mal diese 12 Halbtöne, sondern es reicht noch weniger. Die beiden Tongeschlechter Dur und Moll sind die, die dort am meisten Verwendung finden. Ganz kurz und knapp könnte man jetzt vereinfachend sagen, oder kann man auch vereinfachend sagen, Dur ist eher so assoziiert mit heiter, mit fröhlich, also wohingegen Moll eher traurig, melancholisch, vielleicht auch theatralisch ist. Daraus bestehen aber tatsächlich die allermeisten Lieder, Kompositionen, wie auch immer, also aus einer dieser beiden Tonarten. Was haben wir jetzt hier für 4 Einstellmöglichkeiten? Schauen wir uns das mal genau an. Da steht Linear, Minor, Major und Chroma. Und es sind genau diese 4 Sachen, die ich gerade erläutert habe. Linear heißt, ich habe im Prinzip überhaupt keine Rasterung, sondern das ist mehr oder minder völlig frei. Minor ist Moll, Major ist Dur und Chroma ist einfach die Abkürzung für chromatisch. Dann hätte ich letzten Endes dieselbe Einteilung wie am Klavier auch. Was heißt das jetzt für unser Hänschen Klein? Linear ist eher schwierig, weil wir schon festgestellt haben, wir brauchen eigentlich nur 5 Töne und wenn wir die treffen wollen, wäre es sinnvoll, wenn wir eine Rasterung haben. Minor können wir tatsächlich nicht verwenden, dann käme raus wir wollen aber ja, dass rauskommt und das wäre tatsächlich Dur. Chromatisch wäre genauso möglich, weil die Töne der Dur-Tonleiter kommen genauso wie die der Moll-Tonleiter auch in der chromatischen Tonleiter vor. Allerdings hätten wir dann hier eben nicht nur 8 Töne, die wir drauf einstellen können, sondern 12 bzw. 13. Warum sollten wir uns das antun, wenn wir tatsächlich einfach nur Dur brauchen? Ja, damit haben wir jetzt den Rhythmus richtig und wir haben auch unsere kleinen Drehknöpfchen auf die jeweils richtigen Bereiche eingestellt, so dass es in der nächsten Folge direkt mit dem Einstellen der Töne losgehen kann. Ich hoffe, wir sehen uns dann wieder, sozusagen in einer Woche. Damit ihr das nicht verpasst, liken, abonnieren und natürlich die Glocke läuten.
Es gilt wie immer, bis dahin, gehabt euch wohl.